Ich glaube schon, weil ich bin auch im Jugendbeirat und ich denke, dass jeder die Informationen bekommt. Zum Beispiel durch Schule oder durch Zeitungen oder Social Media. Und ich denke schon, dass da jeder die Meinung oder von der Politik ein bisschen was mitbekommt. Ich bin genau der gleichen Meinung wie Sie, aber natürlich sind da noch ein paar Sachen, die safe noch versteckt werden und so. Aber sonst glaube ich genauso wie Sie. Das ist relativ schwierig tatsächlich. Würde ich mir gerne mehr wünschen, weil leider auch sowas Nahes wie die Kommunalpolitik oft nicht beim Bürger ankommt. Man merkt dann nur vielleicht, da ist ein neuer Kindergarten da, es gibt ein neues Schulklo. Es sind dann eher die Aktionen, die zutage treten. Genau. Ansonsten an Informationen fehlt es, glaube ich, ein bisschen. Es wird natürlich auf den Webseiten veröffentlicht, aber ich glaube nicht, dass jeder Bürger jetzt aus Lampertheim oder im Kreis oder in sonstigen Städten regelmäßig die Website checkt und guckt, was es Neues gibt, auch wenn es natürlich wünschenswert wäre. Also grundsätzlich ist es so, auch hier klassisches Instrument der Transparenz der kommunalen Demokratie in Hessen ist, dass Sitzungen grundsätzlich öffentlich stattfinden und dass Menschen hingehen können, dass die Tagesordnungen veröffentlicht werden, sowohl im Aushang als auch in der Zeitung, als auch im Internet. Aber auch hier müssen wir im Moment immer stärker feststellen, dass das Gefühl bei den Bürgerinnen und Bürgern sich verfängt, dass politische Entscheidungen erst dann transparent werden, wenn sie sich in der konkreten Umsetzung befinden. Das bedeutet also, dass Menschen den Weg zur Entscheidung gar nicht mehr so mitverfolgen und dann das Gefühl haben, sie seien davor vollendete Tatsachen gestellt worden, obwohl der Weg bis zu einer Entscheidung durch eine ganze Menge Diskussionen, auch in öffentlicher Sitzung, durch Medienveröffentlichungen geprägt ist. Und insofern glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig in Zukunft werden wird, dass man zum Beispiel regelmäßig Quartiersgespräche als Stadtverwaltung anbietet, dass man direkt mit Anwohnerinnen und Anwohnern kommuniziert, wenn zum Beispiel eine Straße saniert wird, wenn eine Baumaßnahme in einem Viertel ansteht, weil wir eben ansonsten Gefahr laufen, nur noch einen ganz gewissen Teil von Menschen zu erreichen. Und da bin ich wieder bei dem Thema soziale Determinanten für politische Beteiligung. Zeitung lesen muss man sich heute auch leisten können. Und wenn ich nur diejenigen erreiche, die gut verdienen, die einen guten Bildungsstand haben und sich ein Zeitungsabo leisten können, dann habe ich einfach gewisse Teile der Bevölkerung nicht erreicht, die aber genauso ein Recht darauf haben, sich informieren zu dürfen und genauso auch von Entscheidungen betroffen sind. Da sind wir als Kommunalverwaltung definitiv vor einem Umbruch unserer Informationspolitik, der dringend nötig ist, weil es heute nicht mehr so einfach mit der Kommunikation ist, wie das vielleicht vor 20, 25 Jahren noch der Fall war, wo noch 85% der Bevölkerung auch mit Tageszeitung erreichbar war. Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn die kommunale Ebene die meisten direkten Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger hat und deswegen in meinen Augen auch mit die wichtigste Ebene ist, auch eine wichtige tragende Säule unserer Demokratie ist, auch eine tolle Möglichkeit ist, direkt etwas für sein Umfeld zu bewirken, wenn man sich entsprechend engagiert, leidet sie natürlich darunter, dass das Interesse an ihr, das können wir an Wahlbeteiligungen zum Beispiel ablesen, im Verhältnis zur Bundes- und Landespolitik geringer ist. Und insofern ist dieses Thema, wie können wir kommunale Entscheidungsprozesse, die Arbeit unserer Verwaltung so darstellen, dass Menschen sie verstehen und dass sie auch verstehen, wo sie sich einbringen können. Insofern ist das eine der großen Herausforderungen, unter denen wir im Moment denen wir uns im Moment stellen müssen. Das ist so, ja. Könnte ich sogar sehr viele nennen, aber ich konzentriere mich vielleicht mal auf einige Schlaglichter. Also nur mal ein Beispiel, sowohl der Seniorenbeirat als auch der Behindertenbeirat sind entstanden, nicht weil an einem grünen Tisch Politikerinnen und Politiker oder Verwaltungsmenschen gesagt haben, es wäre gut, wir hätten das, sondern weil aus der Bevölkerung konkret der Wunsch geäußert wurde, dass solche Gremien eingerichtet werden, um die Interessen von Seniorinnen und Senioren oder Menschen mit Behinderung in Lambertheim besser sichtbar zu machen, besser vertreten zu können. Um es ganz konkret zum Beispiel auch mal sichtbar zu machen, wir haben hier an unserer Stadtbücherei eine 24 Stunden offene Rückgabebox. Die ist damals entstanden aus einer Aktion, die wir über unser digitales Bürgerportal gemacht haben.
Das war eine Aktion, wo wir gezielt aufgerufen haben, Ideen für Lambertheim einzureichen. Und eine Bürgerin hat gesagt, warum sorgt ihr nicht dafür, dass man auch außerhalb der Öffnungszeiten der Bücherei Bücher zurückgeben kann, um zum Beispiel zu verhindern, dass man wegen beruflicher Verhinderung eine Strafe bezahlen muss, weil man ein Buch überlange behalten hat. Und insofern ist es uns dann gelungen, diese 24-Stunden-Medienrückgabebox auch einzurichten. Das ist ein konkretes Beispiel, wie eine Anregung aus der Bevölkerung für viele Menschen zum Nutzen Lambertheim ein kleines Stückchen besser gemacht hat. Und da gibt es ganz, ganz viele weitere Beispiele, würde aber, glaube ich, den Rahmen sprengen.